Ich sitze hier an einem unüblich regnerischen Abend. Ne? Absolut. Wir hatten ja bis gestern Sommertemperaturen hier in Zypern. Typisch Zypern. Kleiner Sturm, aber morgen gehe ich Kitesurfen, somit alles okay. Heute war auch schon gut Wind und die ersten Regentropfen, was wirklich schräg ist, auch selbst wenn es November ist. Wir haben ja 340 Sonnentage hier in Zypern. Und neben mir sitzt Silke Fischer und auch wenn sie es nicht gerne hört, weltweit führende Helper-Parese-Expertin, Technical Application Trainer, und die Liste der Titel wird noch weitergehen. Aber du bist ja sehr bescheiden. Silke, du hast am 22. Februar 2022 mit uns gemeinsam als eine der 3 MitbegründerInnen die Aparesis-Klinik in Zypern gegründet. Und erzähl uns ganz kurz, wie kam es dazu? Das ist ein magisches Datum und wird es immer bleiben. Wie kam es dazu? Ich als HELP-Spezialist habe relativ früh erkannt, dass die HELP-Apherese vielen Long-Covid-Patienten helfen wird, wieder zurück in ein normales Leben zu finden. Stimmt, du warst ein Pionier. Du hast damals schon mit Dr. Beate Jäger und auch vielen anderen Zentren, auch in Süddeutschland, in Kempten, genau, hast du die Behandlungspläne festgelegt und damals auch Pionierarbeit geleistet. Und ist lustig, also auch als du in der Klinik jetzt warst heute, als die Leute da waren, Jess Medinger ist ja auch gerade bei uns, und wenn sie Jess oder dich sehen, dann sind die so starstruck, so quasi so, ist das Silke Fischer, ist das Jess Medinger? Ne? Die Long-Covid-Welt ist ja wirklich sehr klein, ne? Also da hast du wirklich dir auch einen Namen gemacht. Jetzt ist es doch schon ein bisschen länger her und du warst ein ganzes Jahr weg von deiner Familie hier bei uns in Zypern. Jetzt bist du gerade da, um unsere Krankenschwestern, die Sicherheitsstandards, die Hygienestandards, die Behandlungsstandards, alles auf Puls zu halten. Und da bin ich ganz besonders stolz, weil wir haben ja einen wirklichen Personalschlüssel, davon kann Deutschland derzeit nur träumen. Wir haben maximal 2 oder 3 Behandlungen, ne, pro Krankenschwester. Und das sind in Deutschland 7 bis 9 Behandlungen. Und wir haben auch den Vorteil, dass wir eben alles in einem Raum machen, weil ich habe es wirklich so ich wollte, dass keiner sich alleine fühlt. Wenn du jetzt Helper-Parese mit anderen Apareseformen vergleichst, weil was mir in letzter Zeit ganz ehrlich auf die Nerven geht, dass da draußen kommerzielle Wellness-Aparese-Anbieter versuchen, medizinische Aparese und Wellness kommerziell zu vermischen, und die wenden tatsächlich diese Wellness-Aparesen für Schwerkranke an. Was kann man dagegen tun? Oder ich meine, ist ja klar. Es ist ein schweres Thema, weil diese Art von Apherese, ja, es gibt Klientel, für die ist dieser Maschinentyp gemacht und der wird diesem Patientenklientel in gewisser Weise auch helfen. Aber medizinisch gesehen ist die HELP-Apherese und auch alle anderen Verfahren, die es auf dem Markt gibt, dazu gedacht, sehr schwer herzkranken Patienten wirklich am Leben weiter zu erhalten. Diese Patienten haben meist einen ziemlich langen Krankheitsverlauf mit extrem schweren und schwersten Krankheitsaufenthalten auch im Krankenhaus hinter sich. Und wenn man jetzt den Verlauf sieht bei Long-Covid, der ist ähnlich schwer und auch sehr langziehend teilweise. Teilweise auch, dass die Patienten bettlägerig sind, wo wir den Erfolg sehen, dass sie wieder aus der Bettlägerigkeit hinausgehen. Und der Schwerpunkt von Long-Covid, einer weshalb HELP wirkt, ist leider das, wofür HELP mal erfunden wurde, die Mikrozirkulationsstörung zu beheben. Und deshalb sehe ich in HELP das Verfahren, was den meisten in dieser Krankheitsgruppe auch hilft. Was die anderen Verfahren etwas in den Schatten rückt. Herr Dr. Bücker hat ja auch ganz klar gesagt, einer der Helper-Parese-Ärzte in Deutschland, den ich sehr, sehr schätze, dass Helper-Parese als Verfahren, als First-Line-Treatment sehr gut funktioniert. Ne? Das sehen wir ja auch. Ich meine, wenn ich jetzt zusammenfasse, die medizinische Gemeinschaft, über 40 Aparese-Verfahren, alle versucht, Ergebnisse für Long-Covid sehr bescheiden. Ibu, Ozon, 10%, nur wenn ganz hohe virale Last vorhanden ist, dann kann das positiv wirken. Immunadaption funktioniert für 30 erstmal.
reduziert sich innerhalb von 6 Wochen auf 10% und macht aber leider Gottes auch 10% wirklich deutlich schlechter. Selbst auf dem Weltkongress für Aparese wurden Help-Aparese Ergebnisse präsentiert und da waren wir bei 80%. Ne? Und die sehen wir auch in der Klinik. Also das sind jetzt 16 Kliniken weltweit, die Help-Aparese für Long-Covid anbieten. Alle durchgehen mit der gleichen Zahl. 80%, fast keiner fällt zurück, außer er steckt sich erneut an. Glaubst du, dass ich habe die Frage auch gesehen im Interview, die Herr Dr. Bücker vor kurzem gegeben hat, glaubst du, dass wir irgendwas finden werden, das billiger ist und gleich gut wirkt, oder ist es schwierig? Auf dem Weltmarkt betrachtet wird es schwer werden, weil international ist die Help-Apherese halt nicht in jedem Land verfügbar und wird es so schnell nicht sein. Das heißt, diese Patienten müssen reisen in die Zentren, wo Help-Apherese angeboten wird. Andere Verfahren in den Ländern, wo sie angepriesen werden, haben nicht den hohen Effekt, dass sie wirklich helfen und medizinisch ansprechen. Hingegen ist Ozon und Ibo in manchen Ländern Mittel der Wahl, weil sie kostengünstig sind und die Patienten dort die Möglichkeit haben, es zu nutzen, mit einem entsprechenden Benefit. Nichtsdestotrotz ist Help-Apherese in meinen Augen für die meisten der Long-Covid-Patienten der Goldstandard. Warum die Immunadsorption in vielen Fällen nicht wirkt, glaube ich, liegt einfach auch an dem Diagnoseweg für Long-Covid. Es ist noch immer keine gesicherte Diagnose. Es gibt viele Diagnosewege, aber das Grundproblem ist erkannt. Es ist eine Mikrozirkulationsstörung. Dahin wirkt HELP zu 100%. Wenn es nicht wirkt, muss man halt schauen, warum nicht. Sind entsprechend viele Autoantikörper im Blut, dementsprechend kann man testen, ist das Mittel der Wahl eine Immunadsorption. Aber auch da ist Vorsicht geboten, welches Intervall, wie oft, es strengt den Körper an. Es gehört ganz, ganz viel Diagnostik, Gespräche für die Patienten dazu, wirklich ein richtiges Therapieumfeld für jeden individuell maßzuschneidern. Wir haben ja das große Glück, dass wir bei uns in der Klinik in Larnaca hier in Zypern einige der Besten der Welt als medizinische Berater haben. Dr. Beate Jäger, Dr. Gustavo Aguirre und dich als technische Beraterin. Und wir haben im letzten Jahr festgestellt, Kombinationstherapie, wenn wir Help-Aparese mit einigen kleinen anderen Sachen kombinieren, nicht erstaunlich, ist im HIV-Bereich seit Jahrzehnten der Goldstandard, ist im Bereich Krebs auch sehr gut und wahrscheinlich auch der Goldstandard, wie du das sagst. Es erstaunt mich, dass die meisten Kliniken auf dieser Welt da noch nicht aufgesprungen sind. Wir haben gesehen, dass unsere Ergebnisse von 75 bis 80% deutlich zugenommen haben durch das Hinzufügen von intravenösen Behandlungen, Aminosäuren, alles, was das Endothelium repariert, alles, was den Patienten bei der chronischen Entzündung runterbringt etc. Und auch nach der Behandlung, wenn wir antiviral agieren und auch antikoagulierend agieren. Da ist unser medizinisches Team wirklich, man kann denen zusehen, wie die lernen. Ne? Glaubst du, dass wir jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre ausschließlich auf die klinische Erfahrung, die immer schneller ist, nicht ganz so genau, angewiesen sind? Oder glaubst du, dass die Wissenschaft schnell genug ist, uns Daten zu liefern, dass wir schon in wenigen Jahren noch akkurater agieren können? Schwer zu beantworten. Ich glaube, die Individuen, die jetzt sehr engmaschig in den Foren und auch international zusammenarbeiten, werden schneller zum Ziel kommen und ihre Ergebnisse zusammenbringen und entsprechend Therapiepläne erstellen. In Europa, ganz speziell in Deutschland, sehe ich es eher als große Hürde, weil ich sehe es nicht in kürzerer Zeit absehbar, dass Long-Covid in den DIG-Systemen als Diagnose festgesetzt wird. Es ist immer nur momentan eine Zusatzdiagnose, die aber unter keinem wirklichen Vergütungssiegel fällt. Die Therapie HELP ist auch immer noch kein anerkanntes Verfahren hingegen. Ist auch schwer, es in andere Länder zu implementieren und auch wenn Ärzte sich dafür zu begeistern und sagen, ja, ich biete es dem Patienten an, es gehört ein immenser Trainingsaufwand dazu, entsprechendes Personal und da ist Zypern nun mal halt Aushängeschild,
dass der Apherese-Standard eingehalten wird, dass eine Pflegekraft 2 bis 3 Patienten nur betreut. Ist in Deutschland leider absolut nicht mehr der Standard, auch vielleicht in anderen europäischen Ländern nicht. Und ich gehe mal davon aus, auch international lässt sich das nur ganz, 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 ganz schwer bewerkstelligen. Ich bin ja gespannt auf eine Sache. Ich würde mich mal interessieren für deine persönliche Einschätzung. Als ich damals Long-Covid hatte, haben wir uns getroffen in der Klinik von Dr. Beate Jäger, die jetzt schon geschlossen ist, Mülheim. Ist jetzt neu eröffnet worden in Bad Aibling, in den Startlöchern, in den Anfangsstadien. Und du hast mich ja gesehen, das war, glaube ich, bei der 3., 4. Behandlung von mir. Ne? Ja. Da war ich ja auch noch ein bisschen anders wie jetzt. Ne? Oh ja. Und die Reise ist ja doch durchaus erstaunlich, weil Beate ist ja auch eine gute Freundin von mir geworden mittlerweile. Dr. Jäger hat auch gesagt, Markus, als du ankamst, hast du dich 10-mal wiederholt am Abend. Ne? Das hast du, glaube ich, auch noch miterlebt. Ne? Ja, auch bei vielen Patienten. Auch bei vielen Patienten. Und dann hat sich's reduziert, plötzlich nur noch 2-mal wiederholt. Jetzt wiederhole ich mich Gott sei Dank nicht mehr. Ich denke, du bist zu deiner alten Form zurückgekehrt. Ja, das denke ich auch. 18-Stunden-Tage auch ganz oft, 12, 18-Stunden-Tage. Wir haben gerade eine kleine Invasion, was gut ist, aus Australien. 1/3 unserer Patienten sind aus Australien. Ne? Und andere Zeitzone, Amerika auch. Deshalb oft ist bei mir auch dann bis 2, 3 in der Nacht und dann gleich wieder am Vormittag weiter. Das ist schon sehr anstrengend. Darum sage ich ja auch oft, ist der beste und der schlechteste Job, den ich je hatte. Das war ja für dich nicht so. Ich liebe diesen Job, ich liebe unsere Klinik, ich liebe es, Menschen aus dem Rollstuhl zu holen. Wir haben über 300 Leben zurückgegeben von 400, die wir hatten. Und auch die anderen 100 sind wir am Arbeiten und viele davon haben deutlich profitiert. Aber natürlich, wie jede medizinische Behandlung, haben wir keine 100%-Quote. Aber für dich ist ja Helperparese, ich sage ja scherzhaft immer, wenn man dich in ein Röntgengerät steckt, dann sind da keine Knochen, sondern eine Helperparese-Maschine. Für dich ist ja diese Maschine was ganz Besonderes. Ne? Wie viele Jahre hast du damit gearbeitet und wie kam es dazu und wie hast du dieses Wissen erworben? Das ist ja sehr speziell. Im extrakorporalen Behandlungsbereich bin ich jetzt über 20 Jahre tätig. Ich habe in der Dialyse angefangen, über 10 Jahre, bin dann zu B. Braun gewechselt als Anwendungsberater und war in dem Bereich 12,5 Jahre tätig. Und die HELP-Maschine hat mich relativ schnell in den Bann gerückt, weil ich nicht nur Dialyse machen wollte, sondern auch Apherese. Und das hat es waren gut über 10 Jahre, dass ich einen sehr guten Trainer an meiner Seite hatte, der mir diese Maschine beigebracht hat, ein sehr guter Produktmanager, der mir ganz viel Hintergrundwissen in diesem Bereich zugetragen hat und ich immer jemand bin, der sich mit einfachem Wissen nicht zufrieden gibt, sondern auch über den Tellerrand hinausschaut und sieht, wie funktionieren andere, was macht der Wettbewerb, was gibt es auf dem Markt noch für Alternativen und habe so immer wieder mein Wissen erneuert, aufgefrischt, habe sehr interessante und wichtige Gespräche mit Ärzten führen können, immer auf einer sehr akkuraten Augenhöhe und wirklich teilweise fachlich sehr speziell. Das hat mich einfach geprägt und deswegen ist diese Maschine ja vielleicht auch in meinen Körper gewandert, dass ich für diese Maschine brenne und auch für dieses Verfahren. Ich würde diese Entscheidung, aus so einer großen Firma auszutreten, um so ein Projekt zu starten, ich habe es absolut nicht bereut und ich würde es wieder tun. Ja, Gott sei Dank. Ich habe das schon oft gesagt. Ohne dich würde es diese Klinik nicht geben. Das wäre nicht möglich gewesen, denn das Training der Ärzte, das Training der Schwestern, du hast ja selber lange selber Helperparesen gemacht. Du hast mich behandelt. Ich hatte eine Sepsis, eine angehende. Das war ja auch recht spannend. Ja. Das war, glaube ich, der vollste Filter, den wir je gesehen haben. Ja, der Chirurg am nächsten Tag gesagt, Herr Klotz, was haben Sie denn gemacht? Das war wie Schneiden durch Butter bei Ihnen. Das war ganz leicht. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich eine Helperparese hatte. Wusste er natürlich nicht. Es gibt ja wahrscheinlich unter 100 Ärzte in der Welt, die wissen, was Helperparese ist. Ja. Ne? Ja. Und fand er ganz spannend, hat sich dann auch eingelesen, hat mich angerufen und hat gesagt, das ist ja fantastisch. Wenn ich jemanden habe, der so ein Problem hat, dann schicke ich den. Ne? Es ist ja auch wirklich so, diese Maschine, wenn man im Autobereich reden würde und man baut einen Motor
und hat 40 Jahre später immer noch den besten Motor am Start. Ist das ja verrückt. Absolut. Aber mit dieser Maschine, Irgendwann kommt halt die Zeit, wo der Motor immer noch rennt, aber sich das Gehäuse mal ändern wird. Und ja, diese Aufgabe heißt es jetzt zu meistern. muss moderner, muss schlanker, muss schneller werden, ist ganz klar. Ist nämlich tatsächlich auch eine Maschine, die zwar immer noch perfekte Resultate liefert, aber natürlich auch personalintensiv ist. Ne? Das ist Trainingsintensiv. trainingsintensiv, personalintensiv. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wieso es so wenig Kliniken gibt, die das machen. Weil man muss es wirklich wollen, mögen, sonst gibt es nämlich... Man muss es regelmäßig einsetzen. Nur ein Patient an dieser Maschine reicht nicht aus, um eine entsprechende Routine zu entwickeln, um mit dieser Maschine sicher zu arbeiten und auch entsprechend die Resultate zu sehen, wie effektiv dieses Verfahren ist. Jetzt ist natürlich die eine Sache die offiziellen Indikationen, und damit möchte ich auch schon zum Schluss kommen dann. Die offiziellen Indikationen sind relativ klar. Augennerv, Dry Macular Degeneration, Raucherbein, Mikrozirkulation, Beheben von Blutflussproblemen, Tinnitus, Cholesterol, LDL, LP, klein a. Die Liste ist relativ lang, was wir da machen können. Was ich aber auch sehr spannend finde, sind die Off-Label-Applikationen. Ich kriege immer wieder Reporte von Medizinern aus Deutschland, von der ganzen Welt etc. Rheuma, Arthritis, Multiple Sklerose, Fibromyalgie. Und vor kurzem erst hat ja Frau Dr. Jäger wirklich Pionierarbeit geleistet, wurde entdeckt das Long-Covid, MECFS. MECFS natürlich nicht alle Varianten, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Lyme Disease, Lupus und. Da wurden jetzt einfach mal Versuche gemacht und die haben angeschlagen, weil dieses Verfahren so hochgradig selektiv ist und als einziges Verfahren der Welt das Plasma kurzfristig in einen Säurezustand versetzt. In diesem Umfeld gibt es dann eine selektive, hochselektive Präzipitation. Das heißt im Prinzip werden Teile aus dem Blutplasma solid, die dann im Präzipitationsfilter hängen bleiben. Und am Schluss wird dann das Ganze wieder vom pH-Wert hochgebracht und mit einer Counterdialyse, mit einer Gegendialyse, mit Bicarbonat wieder auf den pH-Wert gebracht, wieder aufgewärmt. Das ist ja eigentlich keine Aparesi-Maschine im klassischen Sinne. Der einzige Doch, schon. Es sind ganz viele das ist ja eigentlich ein Live-Labor. Chemische Systeme zusammengepackt, aber der Schlüssel bei diesen ganzen genannten Erkrankungen ist einfach, dass es immer eine körpereigene Abwehrreaktion dahinter steckt. Antikörper gebildet werden, das Immunsystem arbeitet in Höchstleistung und es werden ganz viele Entzündungsproteine freigegeben. Und diese Entzündungsproteine landen im Blut. Und das, was HELP unter anderem macht, ist, dass sich in dem befindlichen Acetat an Hochdosis-Heparinmolekülen sich genau diese Heparinmoleküle an diesen ganzen Entzündungsproteinen festbeißen, diese im Präzipitatfilter landen und damit diesen ganzen Entzündungsprozess im menschlichen Körper aufhalten. Und deshalb, ja, gibt es auch diesen Side-Effekt, dass auch bei diesen Grunderkrankungen positive Ergebnisse zu sehen sind. Man hat es aber nie langfristig untersucht. Dazu gibt es, glaube ich, nicht wirklich viele Patientenbeobachtungen, die das belegen, sondern wirklich nur die ärztlichen Erfahrungsberichte. Ich glaube 21 bis jetzt. 20 bei Dr. Jäger, einer bei den Kardiologen. Autoimmunerkrankungen halt doch gerade im neurologischen Sektor eher unter die Immunadsorption fallen und nicht unbedingt in einer Plasmapherese-Therapie enden. Ja, klar. Der Dr. Güntner in Melsungen hat ja auch die Autoantikörper-Level gemessen. Nach 5, 6 HELP-Aparesen hat er bei den meisten Patienten fast keine mehr feststellen können, weil die ja auch ans Cholesterol binden. Das ist eine Eigenschaft. Nicht alle, einige. Und meine eigene persönliche Theorie, nicht medizinisch, rein Gedankengang, wieso wir Immunadsorption nicht anbieten, ist einfach, weil dieser Zyklus zu schnell ist, zu intensiv ist und die HELP-Aparese das in einer sanften Version macht. Habe ich das einigermaßen gut durchdacht oder habe ich da einen Denkfehler?
Ja, für viele Patienten spricht einfach die HELP-Apherese als First-Level-Therapie an. Das heißt, ja, der Bonus ist, dass fast bis zu 16% dieser Antikörper aus dem Plasma eliminiert werden mit jeder Behandlung, dadurch der Spiegel sich automatisch reduziert und vielleicht die Indikationsstellung für die Immunadsorption einfach nicht mehr gegeben ist. Bedeutet aber, dass man diese Spiegel trotzdem langfristig kontrollieren muss, weil wir wissen auch, dass einige Patienten leider wieder rückfällig werden und einige Symptomketten sich leider wieder verschlechtern. Da muss man halt schauen, ist eine Immunadsorption vielleicht Mittel zweiter Wahl? Absolut. Wäre möglich. Sind wir am Ende unseres Interviews. Du hast ja nicht nur Interesse in Zypern, das dir, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Du warst ja auch in deiner zweiten Heimat Dubai sehr viel, hast auch Interesse in Amerika, Australien. Ist die Klinik in Zypern das letzte Projekt, das wir von dir sehen werden? Oder Ich glaube hast du noch? nicht. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, Silke. Ich glaube, die Long-Covid und chronische Community hat dir sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, dass du da mitentwickelt hast an den Aparese-Standards für chronische Kranke, dass du diese Klinik mit aufgebaut hast und was viele ja auch nicht wissen, du hast ja auch selber eine persönliche Geschichte gehabt, aufgrund dessen du weißt, was Immer es noch. heißt, ja, aufgrund von dem du immer noch weißt, was es heißt, durch sowas durchzugehen. Und ja, da wollte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ich danke auch, dass ich zu Wort gekommen bin und ich kann auch mein Versprechen weiterhin geben. Ich werde weiterhin für diese Therapie kämpfen, dass sie weiter fortgesetzt wird. Danke dir, meine Liebe.